Today I want to share with you a little bit more about a continuation of the story that I started last night. Heute Morgen möchte ich eine Erweiterung der Geschichte mit euch teilen, die wir bereits gestern Abend begonnen haben. I shared with you that in my business that I ran for 16 years, Ich habe euch erzählt, dass in meiner Firma, die ich 16 Jahre geleitet habe, that we had quite a transition. hatten wir eine sehr große Fluktuation. The early years I was very compartmentalized in my business and only focused on profits. In den ersten Jahren meines Lebens war mein Leben sehr geteilt und ich habe mich hauptsächlich auf Gewinn fokussiert. And as a result, I was not focused on the people. Und das Resultat war, dass ich mich nicht so sehr auf Menschen konzentriert hatte. And so the work environment that I had created or had fostered in my workplace was not very God-honoring. Und das Resultat war, dass das Arbeitsklima meiner Firma nicht Gott die Ehre gegeben hat. We even had people, when they would quit, just leave when they went to the restroom and we never saw them again. Es kam sogar so weit, dass manche Leute gekündigt haben, einfach auf die Toilette gingen und dann fort waren. But as God began a work in my life and as we began to implement godly principles in the workplace, things turned around. Aber als Gott begann an meinem Leben zu wirken und auch mir half, göttliche Prinzipien in meine Firma reinzubekommen, hat sich einiges verändert. And we were ranked by one organization as being included in the top places to work in America. Und wir waren in einem Ranking von Firmen, wo es sehr gut ist zu arbeiten, in Top-Positionen. So the question is, how do you get from there from one place to the other? So die Frage ist, wie kommt man von der einen Sache zu der besseren Sache? And today I'm going to give you a little bit of the secret sauce. Und heute möchte ich euch so ein Geheimrezept sagen. But before I do, let me ask you a few questions. Aber bevor ich das tue, möchte ich euch ein paar Fragen stellen. Why are you here today? Warum seid ihr heute hier? I mean, why are you here? Ich meine, warum seid ihr genau hier? You could be out hiking in the beautiful mountains. Ihr könntet wandern sein in der schönen Berglandschaft. You could be asleep. Ihr könntet schlafen. You could watch TV. Ihr könntet Fernsehen. You could be at another church. Ihr könntet in einer anderen Kirche sein. You could be at work. Ihr könntet arbeiten. You could be visiting America like I'm visiting Austria. Ihr könntet auch Amerika besuchen, so wie ich gerade Österreich besuche. You could be in Africa today. Ihr könntet heute in Afrika sein. Or you could just simply be at home. Oder einfach nur zu Hause sein. So why are you here? Also warum bist du hier? There is a reason why you are here, Es gibt einen Grund, warum du hier bist. and it is because of your values. Und es ist wegen deinen Werten. You made a value judgment by deciding to come here today. Ihr habt eure Werte abgewogen, dann eine Entscheidung getroffen, herzukommen. It may be because you know Chris or Frank and they invited you and you respected them. Vielleicht haben euch Chris oder Frank eingeladen und ihr wolltet ihnen auch den Respekt zollen. It may be because you value the work of ASI and you just wanted to support it. Vielleicht wollt ihr auch die Arbeit von ASI unterstützen. Or it may be because you value curiosity and just wanted to hear what some American had to say. Oder vielleicht ist es auch einfach die Neugier, die euch wertvoll erscheint, einen Amerikaner sprechen zu hören. But our values drive every decision we make. Unsere Werte beeinflussen unsere Entscheidungen. Simple decisions like, should I drink water or soda? Einfache Entscheidungen, ob ich Wasser oder Mineralwasser trinken soll. Should I drive under the speed limit? Soll ich unter der Geschwindigkeitsbegrenzung fahren? What clothes do I wear? Welche Kleidung trage ich? What entertainment should I partake in? Welche Unterhaltung soll ich mich hingeben? And our values drive the complicated decisions as well. Unsere Werte beeinflussen auch die schwierigen Entscheidungen. What college I should attend? Welche Ausbildung soll ich beginnen? What should my career be? Wie soll meine Karriere aussehen? Or who should my spouse be? Wer soll mein Partner, meine Partnerin sein? Where should I live? Wo soll ich leben? What friends should I have? Or Welche- what church should I attend? Welche Freunde soll ich mir aussuchen? Welche Gemeinde soll ich besuchen? Our world is filled with many values. Unsere Welt ist voll von Werten. And we all share many common values. Und wir teilen viele gemeinsame Werte. Values are they're abundant and they're wonderful if they're the right values.
Werte können großartig sein, wenn sie die richtigen sind. And as we look at the list of values that we have here, there are many that we would want to aspire to hold dear to ourselves. Und wenn wir uns hier diese Liste von vielen verschiedenen Werten ansehen, dann können wir einige sehen, die sehr gut klingen. But the problem is many times these values are in conflict. Aber oft sind Werte im Konflikt. For example, in our church, we have a value of excellence. Zum Beispiel, wir haben in unserer Gemeinde den Wert der Exzellenz. But sometimes that comes in conflict with the value of inclusiveness. Aber manchmal kommt die Exzellenz in Konflikt mit Inclusiveness. We might want to make it so that the church service is just the very best that it could be. Manchmal wollen wir die Gottesdienstgestaltung möglichst perfekt gestalten. But what about when the 5-year-old wants to come up and play their violin for special music? Aber was ist, wenn das 5-jährige Mädchen auf ihrer Geige spielen möchte vorne? There can be a conflict in the values. Es kann ja einen Konflikt in den Werten geben. How about family and achievement? Wie ist es mit den Werten Familie und Erfolg? We might aspire to achieve to very great things in our workplaces. Wir können uns zum Ziel stecken, große Dinge in unserer Arbeit zu erreichen. But that's going to maybe conflict with the time that we would have with our family and the things that we could do to create a great family. Aber das steht vielleicht im Konflikt damit, eine gute und wohlgesittete Familie zu bilden. Competition can be a good thing. Oder Wettbewerb. And it can bring out our very best. Wettbewerb kann gut sein, unser Bestes zu geben. But that also conflicts with teamwork. Aber das steht im Konflikt mit Teamarbeit. So how do you integrate values? Also wie kann man Werte leben und integrieren? There's the value of discipline, which is very important to achieve greatness. Und es gibt auch den Wert der Disziplin, der sehr wichtig ist, um großartig zu arbeiten. But that conflicts with leisure and fun. Aber das steht im Konflikt mit Freizeit und mit Freude. This week, my wife and I have enjoyed much leisure and fun in Austria. Diese Woche haben meine Frau und ich sehr viel Freizeit in Österreich genossen. But here's the problem. Aber hier ist das Problem. Each person that comes into an organization Jede Person, die in eine Organisation kommt, has a unique set of values. hat ein eigenes Gedankengut von Werten. They each come with a different priority to their values that they bring. Und alle haben auch ihre Werte in verschiedenen Prioritäten. This happens in church Das passiert in der Gemeinde, and in the workplace, auch in der Arbeit, even in our families. sogar in unseren Familien. And everybody wants to achieve the values that are important to them, but sometimes they conflict with the values that are important to another. Und jeder möchte seinen eigenen Werten Ausdruck verleihen, aber manchmal stehen die in Konflikt mit den Werten anderer. And in a workplace, we end up with many competing values. Und in der Arbeit geschieht es dann, dass Werte in Konflikt geraten. And so what usually becomes the default value is profits. Und was dann a Default? The given, the one that is. Und der Standardwert in der Arbeit ist meistens Profit. And so values, unless they are defined, just become profits for the business. Und Werte, solange sie nicht definiert werden, werden zu Gewinn. But there is a problem with profit being the core value of the business. Aber es gibt ein Problem mit diesem zentralen Wert des Profits. Because soon it becomes the perception that that is all the boss cares about. Nämlich es wird bald zur allgemeinen Annahme, dass dass sich darum nur der Boss zu kümmern hat. And sooner or later, that is all the boss seems to care about. Und früher oder später ist es das Einzige, worum sich der Boss auch kümmert. And employees are in a constant state of values confusion. Und Arbeiter befinden sich in diesem Zustand der Werteverwirrung. The values are not defined. Die Werte sind einfach nicht definiert. So profit is not a legitimate corporate value. Also ist Profit kein guter grundlegender Wert. Jim Collins, who wrote the book Good to Great, has this comment.
Ein Autor hat dieses Buch hier geschrieben, Good to Great, und er sagt, concentrating on products or services, if that's what you sell, is a trap. wenn man sich nur auf Produkte oder Dienstleistungen konzentriert, die du verkaufst, dann ist es eine Falle. It's more important than ever to define yourself in terms of what you stand for rather than what you make. Es ist viel besser, dich darüber zu definieren, für was du einstehst, als dich darüber zu definieren, was du tust. So the question is, what do you stand for? So die Frage ist, wofür stehst du ein? Of these many lists of values, which one is your core value? Aus dieser großen Liste von Werten, was ist dein zentraler Wert? And one way to ask yourself what is the value that we have in the organization Und eine Art und Weise, wie du eine Antwort auf die Frage finden kannst, was dein Wert in deiner Arbeit ist, is to ask the question, what gets rewarded around here? ist die Frage, was belohnt dich? What are the things that get talked about? Was sind die Dinge, über denen man im Endeffekt dann auch spricht? When does an employee get the bonus or the raise, the increase in salary? Okay, wann bekommt ein Arbeiter auch einen Gehaltszuschuss? What are the things that you congratulate employees about? Was sind die Dinge, wofür du auch einem Arbeiter dankbar sein kannst und ihm gratulieren dafür kannst? Is it for making an increased sale? Gratulierst du ihn für eine Profitsteigerung? Is it for other things that help add to the bottom line? Gratulierst du ihm für andere Dinge, die er gut getan hat? All these things communicate a focus on profits. All diese Dinge kommunizieren ihm, dass du auf Profit fokussierst. So for business owners, we need to rethink the way in which we reward our employees. So als Geschäftsmänner müssen wir darüber nachdenken, wie wir unsere Arbeiter belohnen. Focusing on something other than profits. Wir müssen auf etwas anderes fokussieren als Profit. Another question to ask is, what did Christ stand for? Eine andere Frage ist, wofür ist Jesus eingestanden? And he stood for love. Und er stand für Liebe. And if we boil the Christian experience down to one core value, it is love. Und wenn wir die christlichen Werte auf einen Wert konzentrieren, dann ist es die Liebe. In fact, when Ellen White wrote her Great Controversy series, Und als Ellen White ihre Serie, die Entscheidungsserie schrieb, she started with 3 simple words. hat sie mit 3 einfachen Worten begonnen. God is love. Gott ist Liebe. And she concluded her message with 3 simple words. Und die Entscheidungsserie hat sie mit 3 einfachen Worten beendet. God is love. Gott ist die Liebe. And so if we can make our focus in business and in life and in church all about love, Und wenn wir unseren Fokus in der Arbeit und der Gemeinde auf die Liebe setzen, we are inviting God into that workplace. dann laden wir Gott in unsere Arbeit ein. 1 John 4:16 says, In 1. Johannes Kapitel 4, Vers 16 heißt es, God is love. Gott ist Liebe. Whoever lives in love lives in God and God in them. Und wer in der Liebe bleibt, der bleibt in Gott und Gott in ihm. Love is not just an attribute of God. Liebe ist nicht nur eine Eigenschaft Gottes, It is his very character. es ist sein Charakter. But the world is confused about what love is. Aber die Welt ist verwirrt darüber, was Liebe eigentlich ist. They have all kinds of different views about love. Sie haben viele Meinungen darüber, was Liebe sein könnte. And so when we declare love as a core value, we need to help also give it some definition. Und wenn wir Liebe als unseren zentralen Wert setzen, dann müssen wir noch ein bisschen definieren. Scripture also gives us a good definition of love in 1 Corinthians 13. Die Bibel gibt uns auch eine gute Definition von Liebe in 1. Korinther 13. We're not going to read the passage now, but one of the things that I communicated to our employees are some of these definitions of love. Wir werden die Stelle jetzt nicht gemeinsam lesen, aber es gibt ja einige Definitionen, die ich auch in meiner Firma verwendet habe. In our company, we declared our core value as love. In meiner Firma haben wir den zentralen Wert
haben wir Liebe als den zentralen Wert gesetzt. We also had 3 other core values, which I will touch on in just a moment. Wir hatten auch noch 3 andere zentrale Werte. But love was our primary core value. Aber Liebe hatte die höchste Priorität. And we simply defined it the way Jesus defined it. Und wir haben Liebe definiert, so wie es Jesus auch tat. That we would do to others as we would want them to do to us. Dass wir anderen das tun, was wir auch gerne haben würden. But even that needs further definition. Aber sogar das braucht weitere Erklärung. So on a regular basis, I would communicate to our employees definitions from the Bible about love. So regelmäßig habe ich dann meinen Arbeitern Definitionen aus der Bibel über Liebe gegeben. And to define it simply the way it is defined in 1 Corinthians 13. Und ich habe es so definiert, wie es auch in 1. Korinther 13 definiert wird. Talking about patience and kindness. Ich habe über Geduld und über Freundlichkeit gesprochen. About honoring others. Andere zu respektieren. And always being truthful. Und immer glaubwürdig und ehrlich zu sein. And many more things. Und viele andere Dinge. You see, when we bring love into the workplace, it is a way of bringing Jesus to the workplace. Ihr seht, wenn wir Liebe in unsere Arbeit bringen, dann holen wir Jesus mit ins Boot. And so our challenge as Christians in the workplace is to love like Jesus loved. Und so ist es unsere Herausforderung in unserer Arbeitswelt, dass wir so lieben, wie Jesus es auch tat. And it really requires us taking the attitude of a servant. Und es verlangt von uns die Einstellung eines Dieners. We'll read this quote from Philippians 2, 6 and 7. Wir wollen da eine Passage lesen aus Philipper 2, Verse 6 und 7. Paul says, "Your attitude should be the same as that of Christ Jesus, Er sagt, eure Einstellung soll die sein, wie sie auch Jesus hatte. who being in the very nature God, did not consider equality with God something to be grasped, Er, der in göttlicher Gestalt war, Jesus, hielt es nicht für einen Raub, Gott gleich zu sein, but made himself nothing, taking the very nature of a servant, being made in human likeness." sondern entäußerte sich selbst und nahm Knechtsgestalt an, ward den Menschen gleich und der Erscheinung nach als Mensch erkannt. So it's important that in your organization, whether it's a church or a business or even a family, Und so ist es wichtig, dass du in deiner Organisation, und sei es jetzt die Gemeinde oder eine Familie oder deine Arbeit, that you take the time to define your values. dass du dir Zeit nimmst, Werte zu deklarieren. Because as you define your values, they bring clarity to your life and your mission. Nämlich in dem Moment, wo du Werte definierst, bringen sie auch Klarheit in deine Arbeit. And they help those around you, your other employees, to also understand the importance of which values take priority. Und sie helfen auch deinen Arbeitern zu verstehen, welche Werte, welche Prioritäten haben. But there are 2 different types of values. Aber es gibt 2 verschiedene Arten von Werten. There are the actual values that you have in your organization, Da gibt es die Werte, die du tatsächlich hast in deiner Arbeit. and then there are the aspirational values that you want to have in your Und organization. dann gibt es die Werte, die du gerne haben würdest. And the way to ask yourself what your values are Und wenn du herausfinden möchtest, was deine Werte sind, is again to ask what gets rewarded around here. dann stell dir die Frage, was wird in meiner Firma auch belohnt? So to shape your values into something that you want them to be, Also wenn du deine Werte in das formen möchtest, wie du sie haben möchtest, you then need to ask what rewards do we need to create. dann stell dir die Frage, welches System der Belohnung müssen wir erstellen? The first thing you need to do then is to define your values and declare them. Das Erste, was du tun musst, du musst deine Werte kommunizieren. I like short one-word values. Ich liebe es oder ich bevorzuge es, Werte in einem Wort auszusprechen. At my previous company, we had 4 core values: love, integrity, leadership, and innovation. In meiner alten Firma hatten wir 4 Grundwerte: Liebe, Integrität, Führerschaft, Leiterschaft und Innovation, Fortschritt. And in my current company that I'm just now starting, we also have 4 core values: love, generosity, empowerment, and innovation. Und in der Firma, die ich jetzt gerade neu starte, haben wir auch wieder 4 Werte: Liebe, Großzügigkeit, Befähigung und Fortschritt. And it's important to have limited values.
Und es ist wichtig, dass man eine begrenzte Anzahl von Werten hat. Because if you have too many values, then nothing is important. Wenn du zu viele Werte hast, dann wird plötzlich nichts mehr wichtig. So it's recommended to have 3 to 5 core values. Und so empfehle ich es, 3 bis 5 Hauptwerte zu haben. But even those core values need to be prioritized Aber sogar diese Werte sollten Prioritäten bekommen, to avoid values confusion. um Verwirrung und Konflikte zu vermeiden. And so these are the order that we have for our core values. Und das ist auch die Reihenfolge, die wir haben in unseren Werten. But once you have declared your values, you then need to publish those values. Aber wenn du deine Werte definiert hast, dann musst du sie auch veröffentlichen. And that includes posters and putting it on your website. Und das kann durch Poster geschehen oder indem du sie auf deine Website drauf tust. But it goes much deeper than that. Aber es geht noch tiefer als das. It really requires that values become the boss. Es muss so weit gehen, dass Werte der Boss werden. That the values are what drive the organization. Dass deine Firma von Werten geführt wird. And that even the boss is subject to the values. Und dass sogar der Boss, der Leiter, den Werten untergeordnet ist. So then the question becomes, if the values are the boss, they define everything you do in the workplace. So die Frage ist nun, wenn du Werte gesetzt hast, dann definieren sie nun alles, was du in der Arbeit auch tun sollst. So we would ask ourselves questions like these. Und dann stellen wir uns solche Fragen wie diese. What does love have to say about pricing? Was sagt Liebe über Preise? Or customer service or employee benefits? Was sagt sie über Vorteile, über Belohnung von Angestellten oder Kundenservice? Even our email communications. Was sagt Liebe über E-Mail-Kommunikation? There was a day early in our startup of the company Es gab eine Zeit, als wir unsere Firma gerade gegründet haben. when we would broadcast emails to prospective customers. Dann haben wir E-Mails an unsere Kunden ausgesandt. And this was very early on in the internet. Und das war noch sehr früh, als es gerade das Internet auch And erfunden there wurde. were no restrictions on spamming. Und da gab es noch keine Limitationen wie Spams. But we had to ask ourselves, would love spam? Aber wir mussten uns fragen, würde Liebe so Massenmails aussenden? It did not seem like it would, so we did not continue that practice. Und es schien mir, dass Liebe das nicht tun würde, und so haben wir es nicht mehr getan. But when values are the boss, they define every decision that you make. Wenn wenn unsere Werte die Leiter sind, dann definieren sie unsere Handlungen. So the role of the chief executive officer Und so die Rolle des Firmenchefs becomes more of becoming the chief values officer. wird mehr zu der Rolle des Leiters der Werte. The CEO should be the one to promote the values first and foremost. Der Geschäftsführer sollte die Werte als erster praktizieren. That means the CEO has to be accountable to the values just as well. Das heißt, der Geschäftsführer muss sich auch an die Werte halten. And so in our company, we arranged, let me start over. In our company, we created values teams. Und in meiner Firma haben wir Werte-Kleingruppen gegründet. Because we wanted the values to be more than a poster on the wall. Denn wir wollten, dass die Werte mehr sind als nur ein Poster an der Wand. So we created teams of 4 people for each of our 4 values. Und so haben wir Kleingruppen von 4 Personen für jeden unserer Kernwerte gegründet. And each quarter of the year, the values team was responsible for creating an initiative to promote that value in the company. Und jedes Vierteljahr war jede Kleingruppe dafür verantwortlich, diesen Wert auf irgendeine Art und Weise mehr Geltung zu geben. For example, we had the love team, the integrity team, the leadership team, and the innovation team. Zum Beispiel hatten wir die Kleingruppe der Liebe, die Kleingruppe der Großzügigkeit, die Kleingruppe der Innovation und die Kleingruppe der Leiterschaft. And these teams would gather each week to discuss a particular goal that they were going to implement in that 3-month period. Und diese Kleingruppen trafen sich jede Woche, um darüber zu diskutieren, wie sie
wie sie Ziele erreichen können für diese Werte. And their goal was to make it so that the value was further entrenched in the organization. Und ihr Ziel war, die Werte noch mehr in die Firma zu implementieren. And then each week, the person who was the head of that values team would report to me on their progress. Und jede Woche musste der Vorsitzende jeder Kleingruppe mir Rechenschaft über deren Arbeit vorlegen. And then every quarter during a company-wide meeting, they would share the thing that they were going to implement in the organization. Und jedes Vierteljahr haben sie vor allen ihre Erfolge auch kommuniziert. So over the course of several years, with many people focused on each of our values, we saw tremendous change. So nach einer Zeit, in der jeder auf diese Werte fokussiert war, sahen wir eine großartige Veränderung. It didn't happen overnight, but it happened very steadily. Es geschah nicht über Nacht, aber es geschah stetig. Some of the other things that we did in our company to make sure that the values were a part of who we were was that we included the values in our performance reviews. Ein paar andere Dinge, wie wir sicherstellten, dass die Werte zentral in unseren Firmen waren, in unserer Firma war eine Zielkontrolle. Yeah. And so we made it so that the values were the boss and that was the measure of their performance. So haben wir gesagt, die Werte sind unser Boss und diese gilt es zu erreichen. For example, if somebody had poor attendance, we considered that a lack of integrity or a lack of love toward their coworkers. Und wenn jemand zum Beispiel öfters zu spät kam oder nicht erschien, dann haben wir das als ein lack of, haben wir das als ein Mangel an Integrität und Liebe angesehen gegenüber den Mitarbeitern. So the communication was usually, in this company, we value integrity and your current actions do not demonstrate it. In unserer Firma haben wir den Werten auch einen Wert gegeben. And so that way, the boss or the values remain the boss. Und so auf diese Art und Weise waren die Werte der Boss. Even when employees rated each other, Und auch wenn Arbeiter sich gegenseitig bewerteten, they were asked to rate themselves based on our core values. sollten sie sich aufgrund der Werte bewerten. So we would ask questions like, in what ways has this person demonstrated leadership So stellen in wir the die company? Frage, auf welche Art und Weise hat diese Person Leiterschaft gezeigt? Or we might say, given that innovation is a core value, what needs to change for this person to better honor this value? Wenn wir den Wert zum Beispiel der Leiterschaft hernehmen in unserer Firma, auf welche Art und Weise könnte diese Person diesen Wert noch besser Ausdruck verleihen? And so the overall message is to always reference your values. Und die Botschaft ist, folge immer deinen Werten, Because they are the boss. denn sie sind der Boss. And in anonymous employee surveys, the CEO would also be monitored. Und in einer anonymen Umfrage wurde auch der Geschäftsführer bewertet. We would have the employees rate me or their supervisor with similar questions. Und so haben auch unsere Arbeiter mich oder ihre Vorgesetzten bewertet. With questions like, in what ways has the CEO demonstrated love? Mit Fragen, auf welche Art und Weise hat der Geschäftsführer Liebe gezeigt? Or, given that love is a core value, in what ways does the CEO need to change to honor this value? Oder eine Frage, auf welche Art und Weise muss sich der Geschäftsführer verändern, um Liebe noch mehr Ausdruck zu verleihen? Because upper management is not above the values. They are the ones to exonerate the values more than any others. Denn Geschäftsführung steht nicht über den Werten. Geschäftsführer sind diejenigen, die sich auch an Werte halten müssen. So we can have many values in our organizations, Und so können wir viele Werte in unserer Firma haben. but why love? Aber warum Liebe? Well, first, because it's biblical. Nun zuerst, es ist biblisch. It's the great commandment that God has given to us. Es ist der große Auftrag, den uns Gott gegeben hat. And as Jesus said, as I have loved you, so you must love one another. Und so wie Jesus gesagt hat, so wie ich euch geliebt habe, liebt euch untereinander.
We have the definition given to us in 1 Corinthians 13. Wir haben die Definition aus 1. Korinther 13. Love was a unique value for our company. Liebe war ein einzigartiger Wert in unserer Firma. It was something that caused potential employees to question whether or not they really wanted to work with us. Es hat Leute, die gern mit uns arbeiten würden, hat sich vor die Frage gestellt, ob sie wirklich mit uns arbeiten möchten. It sounded intriguing, but it caused a lot of curiosity. Und es hat sehr viel Interesse geweckt. And because of the confusion that people have regarding that value of love, I helped to define it for them in the interview. Und gerade deswegen, weil es so viel Verwirrung um Liebe gibt in der Welt, habe ich ihnen geholfen, Liebe besser zu verstehen. Ich habe es definiert für sie. And I would tell them that for me, love is the pinnacle of all positive virtues. Und ich habe ihnen gesagt, dass Liebe für mich das Höchste von allen anderen Werten ist. And it also gave me an opportunity to share my faith. Das hat mir auch die Gelegenheit gegeben, meinen Glauben zu teilen. And I would tell them that for me, God is love. Und ich habe ihnen gesagt, Gott ist die Liebe für mich. And Jesus proved his love for me when he died on the cross. Und Jesus hat seine Liebe an mich bewiesen, als er am Kreuz für mich starb. And so I want to create an environment in which love is fostered. Und so wollte ich eine Umgebung schaffen, in der Liebe zentral steht. Love invites inquiry. Liebe bewirkt Inquiry. Questioning, curiosity. Liebe bewirkt Interesse. And people want to be in an environment that is loving. Und Menschen fühlen sich wohl in einer Umgebung der Liebe. So what does love look like in the workplace? Nun, wie sieht Liebe in unserem Arbeitsumfeld aus? We're going to talk a little bit more about that this evening, Wir reden ein bisschen mehr darüber heute Abend, but I'll give you a little bit of a foretaste. aber ich möchte euch einen Vorgeschmack geben. For one, it included a charitable giving program that we implemented. Nun, zuerst bedeutet Liebe ein Programm der Großzügigkeit. This was a program developed by our love team. Und dieses Programm wurde von unserer Kleingruppe der Liebe organisiert. I told them that we were going to set aside 10% of our profits to give to charitable organizations. Und ich habe ihnen gesagt, dass wir 10% von unserem Firmengewinn an Hilfsorganisationen spenden. And I asked them what would be some ways that we can engage the employees and demonstrate love to one another and to the community. Und ich habe sie gefragt, auf welche Art und Weise können wir Liebe untereinander üben und auch Liebe an die Umgebung weitergeben. They came up with 3 different ways to spend the money. Und sie haben 3 Arten gefunden, wie wir das Geld am besten investieren können. One was an employee matching program, Das erste war ein Mentoring-Programm. where we would give 3 times what they would give to charity. We gave 3 times. If they gave $100, we gave $300. Wenn unsere Arbeiter 100 Euro zum Beispiel an ein Projekt gespendet haben, haben wir das verdreifacht. And my only condition was that it had to be to an organization that Jesus would respect and honor. Meine einzige Bedingung war, dass das Geld an eine Organisation geht, die auch Jesus die Ehre gibt. We also implemented volunteer service trips. Wir haben auch freiwillige Einsätze organisiert. They were really mission trips. Es waren Missionseinsätze. This was for anybody in that household, the employee and their children or spouse. Und da konnte sich jeder beteiligen, der Arbeiter, auch seine Familie und seine Kinder. We would give up to $2,500 for them to go on a mission trip for up to 2 weeks. Wir haben ihnen bis zu 2.500 Euro gegeben, um auf einen Missionseinsatz zu gehen. That ended up creating all kinds of mission trips that organization or groups of people within the company organized themselves. Und das führte dazu, dass wir etliche Missionseinsätze durchgeführt hatten. We even had the person that Bayard referenced last night come to our organization to talk about her orphanages in India and in Africa. Wir hatten sogar die Person, von der uns Bayard gestern erzählt hat. Diese Person kam und hat in unserer Firma über das Waisenhaus in Indien erzählt. Many of our employees sponsored children and even went on a missions trip to Africa. Und viele meiner Arbeiter haben dann Geld zu diesem Waisenhaus geschickt oder sind auch selbst auf Missionseinsatz gegangen. And we also created an employee help fund. Und wir haben auch einen
einen Fonds eingerichtet. And this was a special fund that if an employee had a certain need, they could request funds from that amount of money to help with their situation. Und das war ein Fonds für spezielle Bedürfnisse unserer Angestellten. And I'll just touch on one more. We also had an organization called Marketplace Chaplains. Und eins möchte ich noch erzählen, wir hatten auch eine Abteilung der geistlichen Führung. And we had a female chaplain and a male chaplain Und wir hatten einen weiblichen geistlichen Führer und einen männlichen geistlichen Führer, who came to the office once a week to connect with our employees. die einmal in der Woche in unser Büro kamen, um unsere Angestellten kennenzulernen. And they spent time getting to know our employees and helping to minister to their needs. Und sie haben Zeit investiert, um unsere Arbeiter kennenzulernen und ihnen zu dienen. And these are just some of the many ways in which we brought love into the Und organization. das ist nur eine von vielen Arten, wie wir Liebe in unsere Firma gebracht haben. And so, by conclusion, I want you to reflect on what are your core values. Und um abzuschließen, möchte ich dich einladen, darüber nachzudenken, was sind deine zentralen Werte? To recognize that your values drive your decisions. Wir müssen verstehen, dass Werte unsere Entscheidungen beeinflussen. As Roy Disney said, it's not hard to make decisions when you know what your values are. Roy Disney sagt, es ist nicht schwierig, Entscheidungen zu treffen, wenn du deine Werte kennst. So I want to challenge you to define and share a few core values. So, ich möchte dich herausfordern, definiere und veröffentliche deine Kernwerte. And to consider love as your first primary core value in your organization. Und betrachte Liebe als den zentralsten Wert von allen in deiner Firma. And then work toward making the values the boss. Und versuche, die Werte als einen Boss zu setzen. The value that we have that Jesus gave us is love. Den Wert, den uns Jesus gegeben hat, ist die Liebe. Make that your first core value. Mach das zu deinem ersten Wert. Amen.